In diesem Tutorial werden wir auf die grundlegendsten Methoden, Zündungen mit einem X2-Sender auszulösen, erklären. Zunächst werden wir den normalen, manuellen Feuermodus behandeln und danach werden wir auf den Easy Mode, einen besonders direkten Modus, eingehen. Die unmittelbarste und grundlegendste Funktion der X2-Sender ist das manuelle Auslösen von Zündungen, entweder mit der Fire-Taste oder mit den Reservetasten. Dies kann entweder bei rein manuell gezündeten Shows mit dynamischem Zeitablauf nützlich sein oder um mit den Reservetasten während einer laufenden Autoshow Reserve- und Zusatzeffekte auszulösen. Zunächst müssen Sie den Sender mit dem Schlüsselschalter in den Fire-Mode schalten. Jetzt können Sie bereits mit der F-Taste, der Fire-Taste, Zündungen auslösen. Es wird der im Display angegebene Kanal der angegebenen Box gezündet. Bei jeder Betätigung der Fire-Taste wird der Zündkanal schrittweise hochgezählt. Wenn man die Menü-Taste betätigt, kann die Box verändert werden und mit den Plus- und Minus-Tasten kann der aktive Kanal gewechselt werden. Wenn die Box angewählt wurde, erfolgt auch hier die Änderung mit den Plus- und Minus-Tasten. Es gibt auch hier die Auswahl All. Diese zündet den gewählten Kanal auf allen Boxen. Ausnahme bilden hier die Effektgeräte, deren Box gezielt ausgewählt werden muss. Wenn die gewünschte Box gewählt wurde, wieder mit OK bestätigen und es kann direkt weiter gezündet werden. Wenn die Show beendet wurde und nicht mehr gezündet wird, entschärfen Sie die Geräte, indem Sie den Schlüsselschalter wieder auf Test stellen und die Abfrage Disarm Receiver mit OK bestätigen. Damit werden alle angemeldeten Empfänger und die Sender entschärft. Wenn Sie nur Escape drücken, würde nur der Sender entschärft und die Empfänger würden weiter zündbereit bleiben. Im Sinne der Sicherheit denken Sie also daran, auch auf jeden Fall die Empfänger zu entschärfen. Der Sender befindet sich jetzt im Testmodus. In diesem Modus können Sie die Reservetasten neu belegen. Mit diesen können Sie voreingestellte Kanäle und Boxen zünden. Die Standardeinstellung ist Kanal 61 bis 70 auf Box Nummer 1 für die Tasten 1 bis 10. Um diese Belegung zu ändern, drücken Sie die entsprechende Taste. Nun wird die aktuelle Belegung von Boxnummer und Kanal angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um einen Cursor zu aktivieren. Bewegen Sie den Cursor mit den Plus- und Minus-Tasten auf die Boxnummer und wählen Sie diese mit der OK-Taste an. Mit Plus und Minus können Sie den Wert verändern und mit OK bestätigen und speichern den neuen Wert. Mit dem Kanal können Sie ebenso verfahren. Wenn Sie die Plus- oder Minus-Taste gedrückt halten, wird selbstständig weitergezählt. Bestätigen Sie den Wert mit OK und verlassen Sie die Einstellungen mit Escape. Drücken Sie nochmals die 1, wenn Sie die Einstellung kontrollieren wollen. In diesem Fall Box 3, Kanal 38 und gehen Sie mit Escape zurück. Wir schalten jetzt wieder in den Fire-Modus. Wenn Sie jetzt die Taste 1 drücken, wird Kanal 38 der Box 3 ausgelöst. Dies kann durch mehrfaches Drücken der Taste auch mehrfach erfolgen. Denken Sie daran, mit dem Schlüsselschalter wieder zu entschärfen. Bestätigen Sie mit OK, um Sender und Empfänger zu entschärfen. Escape entschärft nur den Sender, während die Empfänger zündbereit bleiben. Entschärfen Sie nach einer Show also stets mit OK alle Geräte. Hier noch einmal mit einem Empfänger demonstriert. Schalten Sie mittels Schlüsselschalter in den Fire Mode. Der Empfänger zeigt dann den Arm Mode an. Wenn Sie jetzt mit der Zündtaste auslösen, sehen Sie, wie die einzelnen Kanäle am Empfänger gezündet werden. Entschärfen Sie nun wieder Sender und Empfänger, sehen Sie, wie der Empfänger nach 3 Sekunden wieder in den Testmode wechselt. Der Easy Mode ist ein spezieller Modus, der schnelle, rein manuelle Zündungen aller verfügbaren Kanäle und Boxen über die Reservetasten ermöglicht. Vor allem bei Shows ohne Zeit- oder musiksynchronen Ablauf, bei denen beispielsweise auf Stichwort ausgelöst werden soll, kann der Easy Mode sein. Um den Easy Mode zu aktivieren, müssen Sie beim Einschalten des Geräts die Plus- und Minus-Tasten sowie die Escape-Taste gedrückt halten. Sie sehen dann eine Abfrage, ob der Easy Mode aktiviert werden soll. Bestätigen Sie dies mit der OK-Taste, um in den Easy Mode zu gelangen. Der Sender initialisiert nun im Easy Mode. Nun können die Reservetasten 1 bis 10 zum direkten Auslösen genutzt werden. Schalten Sie jetzt den Sender mit dem Schlüsselschalter scharf, sehen Sie,
dass die Kanäle 1 bis 10 der Box 1 auf der Reservetastenleiste liegen. Wenn Sie die Plus-Taste drücken, wechselt die Belegung der Tasten in 10er-Schritten, jetzt also auf Kanal 11 bis 20. Taste 1 entspricht somit Kanal 11, dies setzt sich fort bis Kanal 70. Drücken Sie die entsprechende Reservetaste, sehen Sie, wie am Display der zuletzt gezündete Kanal angezeigt wird und die Beleuchtung der Taste erlischt. Der Sender merkt sich dies, auch wenn Sie zwischen den Kanalbereichen umschalten, sodass Sie jederzeit die Übersicht haben, welche Kanäle bereits gezündet worden sind. Um die Box zu wechseln, halten Sie die OK-Taste gedrückt und schalten Sie mit den Plus- und Minustasten durch die Boxnummern. Die Boxnummer 0 im Easy Mode entspricht der Funktion Box All im normalen Zündmodus. Es wird also der entsprechende Kanal auf allen Boxen ausgelöst. Das Wechseln der Box setzt auch den Beleuchtungsstatus der Reservetasten zurück, sodass Sie eine Zündfolge von vorne beginnen können. Wenn Sie in diesem Modus die Testtaste drücken, wird ein kurzes Testsignal an den Empfänger gesendet. Wenn Sie mit dem Schlüsselschalter den Sender entschärfen, wechselt dieser in den Testmodus, was durch den Buchstaben T am Display angezeigt wird. Der Easy Mode wird auch beim Aus- und Einschalten des Senders beibehalten. Um den Easy Mode zu beenden, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie wieder die Plus-, Minus- und die Escape-Taste gedrückt, wenn Sie das Gerät einschalten. Sie erhalten dann eine Abfrage, in der Sie mit OK den Easy Mode bestätigen und beibehalten oder mit Escape den Easy Mode beenden können. Wenn Sie die Escape-Taste drücken, wird das Gerät im Standardmodus initialisiert. Zur Demonstration noch einmal mit einem RX270K Empfänger. Zuerst schalten Sie den im Easy Mode initialisierten Sender scharf. Der Kanalbereich 1 bis 10 ist standardmäßig aktiv und Taste 1 zündet Kanal 1 und so weiter. Die Plus-Taste wechselt in den nächsten Kanalbereich. Taste 1 zündet also nun Kanal 11. Auch wenn die Tastenbeleuchtung erlischt, kann jeder Kanal mehrfach ausgelöst werden. Auf diese Weise ist der gesamte Kanalbereich von 1 bis 70 schnell und einfach zugänglich. Wollen Sie eine andere Box wählen, halten Sie die Menü-OK-Taste gedrückt und ändern Sie die Box mit den Plus- und Minustasten. Wir wählen jetzt Box 0, die allen Boxen entspricht, also den Kanal auf allen Boxen zündet. Schalten Sie mit dem Schlüsselschalter die Geräte auf den Testmodus, indem Sie die Abfrage mit OK bestätigen.